Ich sehe es ja so, dass wir auf einem Planeten leben. Und alle Geschöpfe, die darauf leben, haben das Recht auf Leben, haben das Recht, geschützt zu werden und haben das Recht, in Freiheit zu leben. Das ist Benny. Benny ist eines von rund 100 Tieren, die niemand mehr wollte. Die misshandelt wurden, abgegeben, körperlich und seelisch verwundet. Und die trotzdem noch Lebenslust ausstrahlen. Die kommen mit den Rollstühlen super zurecht. Die Rolli-Gang sagen dazu John David Kraft und seine Partnerin Drane, die sich seit 2005 im Tierrefugium Hanau um Tiere kümmern, die sonst nirgendwo unterkommen. Herrenlose Tiere, die teilweise in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden können. Aber immer erst mal aufgepäppelt werden müssen. So wie Benny. Beim Benny wird vermutet, dass er einen Infekt hatte am Rückenmark und es wurde nicht behandelt. Und durch diese Infektion hat er quasi das Rückenmark geschädigt und ist deswegen gelähmt. Wenn du so ein Tier aufnimmst, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass sie optimal versorgt werden. Das heißt, die brauchen Physiotherapie. Futter, ärztliche Behandlungen, ein Rollwagen und vor allem ganz viel Liebe und Zuwendung. Die Alternative? Für John David Kraft gibt es keine. Wenn man die sieht, wie sie in ihrem Magen Gassi gehen täglich, Spaß haben, Lebensfreude, dann kannst du so ein Tier einfach nicht einschläfern. Ja? Grundvoraussetzung ist aber immer optimale Versorgung, dass sie keine Schmerzen haben und dass sie natürlich auch bespaßt werden. Ja? Das, was unsere Tiere haben, ist absolut lebenswert. Lange haben John und Drane nach einem geeigneten Gelände gesucht, das den Bedürfnissen aller Tiere gerecht wird und dementsprechend groß ist. Auf rund 1 Hektar Land haben beide in den vergangenen Jahren ein Übergangszuhause und einen Gnadenhof für die Tiere geschaffen. In Hanau entstand schließlich das Tierrefugium. Wir nutzen den Teich auch, um ein bisschen Physiotherapie zu machen mit den Tieren. Gerade mit unseren Gelähmten, das ist toll, da lockern wir die Muskulatur auf. Ich nehme ihn jetzt aus dem Wagen raus und dann gebe ich ihm John in die Hand und er führt ihn im Wasser. Und der kleine Benny, der lockert seine Muskulatur und genießt das Bad. Es gibt ja auch dieses Wasserbad beim Tierarzt oder spezielle Tierphysiotherapeuten. Das machen wir auch, da fahren wir halt im Winter hin. Und dann ist da noch ein Laufband zur Unterstützung. Und danach gibt es noch Massage. Aber hier bei uns, damit wir das öfter machen können, darf er im Teich schwimmen. Tiere, sagt John, seien für ihn Familie. Und so haben John und Drane Geld, Zeit und Sicherheit aufgegeben, um sich ganz dem Tierschutz zu widmen. Ein befriedigendes Leben? Der Wendepunkt in meinem Leben kam, als ich so 30 war. Also ich habe zwar gearbeitet, habe gut Geld verdient, aber ich war nicht erfüllt. Gelernt habe ich Datenkaufmann, bin dann zu Nintendo gekommen. Also ich hatte 3, 4 Handys. Eins für Japan, eins für Amerika, eins für Europa. Bin durch die halbe Welt geflogen. Es hat alles Spaß gemacht. Ja? Es war einfach nur so eine Leere, die ich hatte, wo ich mir dann Gedanken gemacht habe, ob nicht noch ein bisschen was an meinem Leben zu verändern ist. Als wir in Süditalien im Urlaub waren, da haben wir das Elend auf der Straße gesehen und so hat es eigentlich angefangen. Es hat sich dann entwickelt und das ist jetzt ganz kurz gefasst und dann haben wir angefangen seit 23 Jahren. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, das will ich mein Leben lang machen. Eine weitreichende Entscheidung, getroffen in jungen Jahren. Zum Trotz gegen das hoffnungslose Elend vieler Tiere, die im hessischen Hanau jetzt wieder richtig aufblühen. Das ist betreutes Wohnen für Tiere, wobei ich ja immer sage, dass die Tiere eigentlich uns betreuen, weil die halten uns auf Trab und halten uns auch jung. Allerdings nur Tierliebe allein reicht nicht. All das ist natürlich nicht in Eigenleistung zu schaffen. Ihre Arbeit finanzieren die beiden durch Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträge des Vereins Tierrefugium Hanau. Es bleibt ein täglicher Kampf um das Wohl der Tiere. Also aus der heutigen Sicht gesehen bereue ich schon mal gar nichts. Mir gibt es die innere Zufriedenheit oder das Glück, dass ich abends sagen kann, ich habe ein bisschen was bewegt, ich habe was Gutes tun können, weil wir erleben natürlich sehr viel Schlimmes, wir müssen mit viel Schlimmem umgehen. Von daher freuen wir uns dann immer, wenn wir ein Tier, was wirklich so schwer misshandelt wurde, wieder aufpäppeln können, wenn es dann glücklich ist. Und das macht einen selber glücklich.
Sie sind immens flauschig, haben diese wunderschönen Kulleraugen. In der nächsten Folge zeigen Lamas und Alpakas, wie man mit Stress umgeht.